Man hat viel weniger Freizeit. Man ist viel mehr auf sich gestellt. Man muss gucken, dass man sich da selber durchkämpft. Es erstaunt mich wirklich, dass ich das mal sagen würde, dass ich gerne in die Schule gehe. Buenos dias, meine Lieben. Mein Name ist Tom, ich bin 16 Jahre und ich bin einer der wenigen Schüler in Deutschland, die gerade im Präsenzunterricht sind, da ich meinen Hauptschulabschluss mache. Zweieinhalb Wochen und dann habe ich endlich meinen Abschluss. Und es ist eine Zeit, die schnell zu Ende geht und wo man auch nochmal die Momente, die man mit der Klasse hat, genießt. Ich bin Marvin, ich bin 18 Jahre alt, ich mache dieses Jahr mein Abitur an der Musterschule in Frankfurt. Hey, Maske hoch, Mann! Tatsächlich war es halt ein ziemlich krasses Jahr, also halt komplett anders. Ich hoffe jetzt auch, dass das Abi einfach genauso viel wert ist oder so, weil es einfach heißt, bei manchen zumindest, ja, uns wurde das Abi mehr oder weniger in die Schuhe geschoben. Ein Abschluss ist nicht selbstverständlich, besonders jetzt auch für den Weg in die Zukunft und für das weitere Leben. Und deswegen finde ich sehr gut, dass es, egal in welcher Inzidenz, der Präsenzunterricht wird in den Abschlussklassen festgehalten und das ist gut. Living in a broken home alone. Es gibt tatsächlich Momente, wo ich auch im Inneren sage, so, es geht eigentlich gar nicht mehr. Aber ich kann nur sagen, Mut und Hoffnung, es Licht am Ende des Tunnels, wie viele sagen. Man muss einfach nur noch durchhalten und die Zähne zusammenbeißen. No memories of you and me, yeah. Also na klar habe ich schon ein bisschen Angst vor meiner Zukunft, weil ich bin ja nicht wie die anderen, die vor uns waren mit Abschluss. Ich habe schon meine Lücken, weil ich generell nicht mitkomme, weil man ja alles versucht, im Stoff hinterherzubringen. Ich versuche halt das Beste draus zu machen, halt zu Hause viel zu lernen mit meinen Eltern, aber es ist halt trotzdem auch ein bisschen unfair, finde ich auch. Diese ganze Corona-Sache, man möchte einfach sein Leben wieder zurückhaben. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich die Lehrer jetzt viel mehr schätze als vorher. Man kriegt ein Verständnis dafür, was Lehrer durchmachen. Nicht nur während der Krise, dass sie versuchen, jeden Schüler über Wasser zu halten. Da müssten Lehrer auch nochmal einen riesen Dank kriegen. Dadurch, dass der Wechselunterricht eingesetzt wurde, haben die Lehrer mehr Zeit für die Schüler. Da man in kleinen Klassenverbänden unterrichtet. Die Lehrer können auch mehr ein Augenmerk auf die schwächeren Schüler halten. Viele neue Leute, aber viel mehr sind gegangen. Ich hab eine Sternschnuppe gefangen. Wünsch mir was, aber so wie früher wird's nie mehr. Die Häuser werden höher, doch die Straßen bleiben leer. Die erste Überlegung, als es hieß, okay, die Schulen schließen, aber nicht für uns. Weil ich so, okay, was soll das jetzt so, wir müssen als Einziges in die Schule. Aber jetzt im Nachhinein stellt sich das einfach als riesiger Vorteil dar, weil man Präsenz einfach viel aktiver dabei ist, man kann sich viel besser konzentrieren. Lange nichts geschehen, lange nichts gesehen. In der Schule sieht man einfach seine Leute, auch wenn man mit Abstand und Maske und nicht zusammen, aber was auch immer, aber man sieht die Leute und es ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich einfach ein sozialfreudiger Mensch bin.
der auch einfach mal seine Freunde sehen muss, sich in der Pause einfach ein bisschen austauschen muss. Ich muss leider mal kurz weggehen. Pueblo-Kette, ich weiß nicht, worauf ich warte. Ordne die Gedanken, finde keinen roten Faden. Die Wende ist das Ende von einem Anfang. Kann ich schlafen, ich vermiss den Sandmann. Schau nur noch auf den Boden, wenn ich laufe. Gott verdammt, ist das wirklich mein Zuhause? Die Leute in meinem Musikleistungskurs, die ich sehe, die sind tapfer. Es geht ihnen aber nicht gut, sie sind traurig, sie sind unglücklich, weil sie im Grunde in einem Moment, wo sie auf dem höchsten Stand ihres musikalischen Leistungsvermögens im Konzert, auf der Bühne, in der Band tätig waren, eigentlich voll abgebremst worden sind und nichts mehr machen konnten. Höher, doch die Straßen bleiben leer. In der Schule ist es eine sehr schwierige Zeit, in der man sich durchkämpfen muss. Ich kann zum Glück sagen, dass ich in der Schule sein kann. Jetzt diese ganzen 7-, 8-Klässler, die jetzt gerade im Distanzunterricht sind, die werden nächstes Jahr alle vor die Wand rennen, weil sie einfach keine Hilfe zu Hause haben. Leute sagen zu mir, Crow, das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats. Für mich ist das machbar, weil ich das auch generell gewohnt bin, so viel auch abseits von der Schule auch zu machen. Und, aber für Menschen, die einfach nicht auf Schule fokussiert sind oder die das nicht ernst nehmen oder die das einfach nicht können, ist das eine Katastrophe. Oder polyedrisch aufgebaut sein. Bei manchen Viren, zum Beispiel den Influenza-Viren, ist das Capsid zusätzlich von einer Blutmembran ummantet. Ja, also ich lerne meistens eigentlich mit Videos. Das ist hier mein Lernplan. Man sieht so, ich habe immer so wöchentlich ein Fach. Und momentan ist es Bio. Also ich habe ja Bio-LK. Ist ganz schön viel Stoff. Ich muss gucken, dass ich es durchziehe. Aber momentan sieht es eigentlich noch gut aus. Also in meinem Musik-LK ist es zum Beispiel so, dass wir da schon einige klasse Musiker haben, so 2 starke Pianisten zum Beispiel, und die haben halt so regelmäßig Konzerte. Da ist es einfach eine psychische Belastung, weil diese Konzerte jetzt zum Beispiel abgesagt sind und die sich einfach überhaupt nicht mehr da quasi ausleben können. Und dann ist es einfach nur noch, es dreht sich so irgendwie nur noch um die Schule, aber da wird dann so ein Stück Persönlichkeit einfach so entrissen. Als jetzt Corona vor einem Jahr so richtig angefangen hat, hatten wir den ersten Lockdown. Da war das für mich irgendwie so ein Starten, dieses eigenständige Arbeiten. Und das, glaube ich, war ganz gut. Man fokussiert sich einfach ein bisschen mehr auf sich selbst, man wird nicht mehr so viel abgelenkt. Ich habe mich wahrscheinlich vor einer Woche oder so mit Corona infiziert. Ich merke schon, dass ich Corona habe, aber was mir meistens zu schaffen macht, ist die Quarantäne. Ich vermisse es, rauszugehen, und die Nähe zu meinen Freunden vermisse ich auch sehr. Es ist natürlich schwer, weil ich bin ein Mensch, der sehr viel draußen ist und der auch die Freiheit und die Kontakte braucht. Aber jetzt vom Entertainment, Social Media, da hatte ich gar keine Langeweile oder so. Aber es ist einfach schrecklich, 2 Wochen lang zu Hause zu sein. Ich hab keine Zeit mehr zu verlieren. Mein Bauch wird 1 + 1 niemals kapieren. Es hat angefangen mit diesen beiden Schallplatten da. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo es weiterging. Ich habe einfach ständig irgendwelche Sachen, die ich aufgegabelt habe, mitgenommen und herangenagelt. Hier so, das war mal aus dem Hotel oder so, das habe ich da abgerupft. Hier die Schere, ich bin ja jetzt professioneller Friseur. Ich glaube, die nagel ich hier auch irgendwo dran mal. Warum sind wir eigentlich hier? Warum trinkt hier keiner Bier? Seit wann stehst du auf Becks-Eis und Lachsfilet? Was soll man denn auch sonst so machen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch im letzten Corona-Lockdown mir die Haare auf eine Glatze geschnitten. War auch sehr spektakulär, aber deswegen umso mehr freue ich mich natürlich, dass Marvin mir die Haare auch so schneiden kann. Also
nur fürs Protokoll hier, ich werde nicht bezahlt, aber der Oskar hat mir vorhin ein Mittagessen ausgegeben. So, für sowas bin ich dann immer offen. Ich hab keine Zeit mehr zu verlieren. Ihr seht vielleicht gerade, ich habe ein freudiges Gesicht. Ab heute ist der letzte Quarantänetag. Es freut mich sehr. Ab morgen geht auch für mich wieder die Schule los. Mir geht's auch blendend. Ich fühle mich fit und ich bin bereit, wieder durchzustarten. A simple band of gold wrapped around my soul. Hard forgiven, hard forgive. Gerade ist es so, dass alle meine Klassenkameraden draußen sind. Da ich ja jetzt 2 Wochen in Quarantäne war, habe ich vieles nachzuarbeiten, was ich hier gerade mache. Und ich hoffe, dass ich da gut hinterherkomme. Gilt ja ab heute die Ausgangssperre. Und im Prinzip ist es eigentlich voll egal. Also ich bin abends eigentlich eh nicht draußen. Und bei mir ist es jetzt, also würde ich nicht Abitur machen, würde es mich auf jeden Fall stören. Aber bei mir kommt es jetzt eigentlich ganz gelegen, weil ich habe eh nichts Besseres zu tun als zu lernen. So, und dann geht man abends halt nicht raus. Ja, ich bin genesen. Ich habe jetzt komplette Freiheiten. Und wie findest du das so jetzt, dass du jetzt komplette Freiheiten hast und die anderen, also deine Freunde, die jetzt kein Corona hatten? Uns zum Beispiel. Natürlich ist das auf der einen Seite scheiße, aber warum sollte man meine Grundrechte weiter einschränken, wenn ich das nicht mehr nötig habe? Das stimmt natürlich auch. Also ich persönlich habe keine Angst vor der Impfung, da ich mir halt auch denke, so ich mache ja auch Sachen, die wahrscheinlich viel risikoreicher sind als diese Impfung jetzt. Ja, also du musst überlegen, dass die Impfung, jeder, der geimpft wird, bringt ein Stück weit Freiheit wieder zurück. You say you wanna try again, but I've tried everything but giving in. Zu Hause Klavier spielen nach Noten oder Stücke spielen oder so, das macht mir nicht mehr so viel Spaß. Ich mache dann meine eigene Musik immer viel lieber. Tatsächlich machen wir noch Musik in der Band. Erst so ungefähr vor 1,5 Jahren haben wir halt dann uns quasi vorbereitet, als würden wir auftreten. Und dann kam halt Corona und hat uns halt einen dritten Hintern gegeben. Deswegen, wir haben jetzt ja unseren Song vor kurzem rausgebracht. Und den haben wir halt jetzt nicht live performt, sondern alles einzeln aufgenommen. She's someone you loved and get lost again. Prost auf unser Abitur. See me falling apart every time in the end. Wir würden fahren mal die Wechselklamotten! Sehr, sehr geil natürlich einfach jetzt das Abitur hinter sich zu haben. Also es lief tatsächlich ziemlich gut. Also ich weiß nicht genau, woran es lag. Wahrscheinlich waren wir auch alle gut vorbereitet. Also es kann sein, dass wir uns doch mit 2, 3 Leuten irgendwo hinhocken und dann ein bisschen feiern, aber viel mehr wird es auch nicht. Also ich glaube, wir schenken uns noch gut einen ein. Es ist heute Sonntag und was mache ich am Sonntag, bevor es nächste Woche die Prüfung gibt? Ich lerne. Es wird immer enger und es wird auch immer spannender, weil der Druck in der Schule wird höher. Ein Good Morning in the Morning von mir. Ich schreibe heute meine letzte Abschlussprüfung. Am Montag kam Deutsch, Mittwoch Mathe und heute Freitag. Es war eine Woche, die sehr intensiv war, vor allen Dingen fürs Vorbereiten. Es ist die letzte Prüfung, toi toi toi. Ich hab's geschafft, ja. Die Abschlussprüfungen sind vorbei. Das ist ja auch einer der wichtigsten Prüfungen bis jetzt im Leben, weil das ist jetzt Abschluss, 10 Jahre Schule fast. Und das ist jetzt ein Meilenstein, den ich geschafft habe, aber jetzt geht's natürlich weiter. Also ich habe bei sowohl in meiner Präsentation als auch bei meiner mündlichen, also Deutsch mündlich,
viel besseres Gefühl gehabt irgendwie, aber jetzt sind 6 und 7 Punkte rausgekommen. Im Endeffekt habe ich 2,4 im Abi und damit bin ich absolut zufrieden, also ist eigentlich scheißegal. Klar, wir müssen alle einen Test machen, das ist keine Frage, das muss sein. Das funktioniert ja auch sonst nirgendwo anders. Aber im Prinzip ist ja damit dann eigentlich alles geregelt. Drin, glaube ich, muss man eine Maske tragen, wenn ich mich nicht recht irre. Und halt draußen nicht. Solange alle getestet sind, scheint es mir auch eigentlich ganz vernünftig zu funktionieren. Also. Aber ansonsten ist es wunderbar. Es ist richtig schön eigentlich. Ich habe damit gerechnet und jetzt findet es doch statt. Jetzt mal so ein gemeinsamer Abschluss, das ist einfach schön. Ladies and Gentlemen, ich habe meinen Abschluss geschafft und ich bin sehr froh. Es geht nun zur Abschlussfeier mit meinem Anzug und ich freue mich schon, auf jeden Fall. Es ist natürlich auch ein bedrückendes Gefühl. Man war jetzt so viele Jahre im Klassenverband zusammen und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. War jetzt nicht, dass ich zu Tränen gekommen bin, aber es ist schon sehr emotional gewesen. Man hat das auch gemerkt. Es war ein Abschied und es ist ein großer Abschied und auch nochmal eine große Leistung an die Klasse, die sich jetzt hier durchgekämpft hat. Ich kann mit einem sehr guten Gefühl gehen. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Jetzt geht's weiter und ich werde Anwalt. Ich will Anwalt werden. Man hat ja auch schon die richtige Kleidung an. Ja. Es hat mich vielleicht insofern gestärkt, dass ich ein bisschen Selbstdisziplin oder so mir vielleicht erarbeitet habe. Man ist jetzt alleine, man muss jetzt irgendwas machen, was halt irgendwie bringt. So, aber ich denke mal, ich hätte es auch so geschafft. Ich bewerbe mich nächstes Jahr in Mannheim an der Popakademie. Hoffe mal, das wird irgendwas. Aber erstmal rumhängen, erstmal nichts machen. And where down we go, oh, oh. Ich habe aus der Krise gelernt, dass man Dinge mehr wertschätzen sollte. Also es ist eine engere Bindung zwischen Menschen entstanden und man ist selbstständiger geworden. Auch im Selbstbewusstsein bin ich auf jeden Fall dort hochgestiegen, weil ich einfach akzeptiere, wer ich bin. Und ich weiß, was meine Maßstäbe sind. Ich finde, man muss sehen, die Jugend hat sehr viel mitgemacht. Sie haben sehr viel mitgemacht. Sie haben sich an Regeln gehalten. Sie waren solidarisch. Und ich finde, dass die Regierung oder das Land schuldet der Jugend etwas. Die Jugend sollte geimpft werden, weil immerhin haben wir uns an die Regeln gehalten, um die Alten zu schützen. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir auch mal was zurückkriegen. Hallo, ich bin Gilada, ich bin 16 Jahre alt und gehe in die Georg-Büchner Schule in Frankfurt und hatte circa 5 Monate lang Online-Unterricht. Ja, das Schuljahr war sehr aufregend auf jeden Fall. Für mich war das Schuljahr echt eines der anstrengendsten, die ich jemals hatte. Wir wissen jetzt, was es bedeutet, zu Hause bleiben zu müssen. Früher haben wir uns darüber gefreut. Heute freuen wir uns auch darüber, in die Schule zu dürfen. Rückblickend auf dieses Schuljahr würde ich auf jeden Fall sagen, dass nicht nur wir, sondern auch die Lehrer die Schwachstellen unseres deutschen Schulsystems ordentlich zu spüren bekommen haben. Das ist natürlich ein großer Preis, den wir jetzt dafür zahlen mussten. Was ich aber gut fand, ist, dass Lehrer trotzdem der Lage, obwohl sie auch selber sehr viel Stress haben, trotzdem immer versucht haben, uns zu helfen, immer für uns da waren. Und wenn man danach so überlegt, ey, ich hab's geschafft, ich habe die Zeit durchgeschafft, die schwere Zeit, wo ich die ganze Zeit zu Hause war, wo ich die ganze Zeit für mich selber lernen musste, wo ich mir alles selber beibringen musste. Ey, ich hab's geschafft, ich bin da durch. Ja, und zum Thema Ausbildung, ich habe den Platz bekommen, also ich fange dieses Jahr dort eine Ausbildung an. Ja, mir geht's jetzt auch tatsächlich super und ich glaube nicht, dass es mir so gut gehen würde, wenn es nie Corona gegeben hätte. Denn es ist jetzt einfach eine Erleichterung und eine Aufatmung, dass es jetzt wieder besser wird. Und ja,